Moin Maike. Hallo Thomas. Na, wie geht's? Super. Ja, Ich habe gehört, du willst uns heute was über Valhalla Hills erzählen. kann ich gerne machen. Valhalla Hills ist das Spiel, was wir gerade in der Entwicklung haben. So ein neues Spiel. Klassisches PC-Spiel, also so Mhm. richtig schön, kein Free-to-Play, sondern richtig klassisch. Wir kaufen die Box, wir kaufen auf Steam und wir können spielen. Worum es geht, ist ein Aufbaustrategiespiel, so ein bisschen in der Art von einem klassischen Kaltschloss-Spiel. Also Reisen nach Nordland, Mhm. das achte Weltwunder. Mit diversen Elementen, die einfach neu sind, die wir so noch nicht gemacht haben, die wir auch denke, die dem Genre irgendwie, ja, bis jetzt noch nicht so, das hat man so noch nicht gesehen, die Kombination. Ähm, Valhalla Hills im Allgemeinen, wie gesagt, Aufbauspiel, die Story dahinter ist so ein bisschen, ja, du bist so ein Wikingergott. Ah, okay. Deine Untertanen, deine Wikinger wollen, wie es jeder Wikinger will, gerne nach Valhalla, also ne, Mhm. an die Tafel ihrer Ahnen und ja, waren aber nicht ehrenvoll genug im Kampf oder Das in ist dem, was sie schlecht. in ihrem Leben erreicht haben. Stehen also vor dem Tor und werden wieder klipp runtergeworfen, fallen nach unten auf die Erde und müssen weiter Aufgaben bestehen, eigentlich ehrenvoll leben, nach Mhm. Wikingerart. Ähm, und das Ganze passiert, indem letztendlich deine Rolle im Spiel, also die Rolle des Spielers, ist letztendlich, du bist so ein bisschen der Baumeister, Ja. der Gott, der den Wikingern nicht direkt sagen kann, was sie zu tun haben. Aber du kannst darüber bestimmen, wo sie zum Beispiel Gebäude platzieren sollen, Gebäude bauen sollen. Ja, okay. Also Ja. klassisch wie halt auch bei einem Siedler 2 zum Beispiel. Letztendlich, du steuerst nie eine Figur direkt, aber du gibst die Rahmenbedingungen vor. Mhm. Bei Valhalla ist es halt ähnlich. Ne? Deine Aufgabe ist es dann letztendlich zu sagen, wo die Wikinger Gebäude platzieren sollen. Ne? Gebäude platzieren deswegen, weil das ist das klassische Aufbauelement. Du baust Gebäude, Wikinger arbeiten in diesem Gebäude. Ja. Ne, wie es dann so abgeht, du baust einen Holzfäller, er geht zum Und Baum. das hängt dann auch alles so zusammen dann. Das hängt dann alles zusammen, weil letztendlich mit den Baumstämmen, die der Holzfäller dann letztendlich aberntet, kannst du dann die nächsten Gebäude bauen und so kannst du Ja. quasi deinen Einflussbereich immer größer machen. Was noch zu erwähnen ist, dass du bei Valhalla, wir haben keine voreditierten Level, wir generieren alles jedes Mal from scratch, also neu. Mhm. Und du spielst immer an einem Berg. Die Aufgabe ist immer, weil wir wollten vermeiden, uns immer ja, künstlich irgendwie für jede Karte eine neue Quest oder eine Story zu Ja. überlegen. Das ist dann auch immer so ein bisschen, da kommt da der Böse und da ist der Gute und du musst da rum und mach den platt und Mhm. fertig. Unsere Idee ist einfach, wir wollen, dass aus dem Setting heraus klar ist, was der Spieler zu tun hat. Deine, Ja. deine Wikinger fallen, wie gesagt, von Valhalla runter, landen am Fuß eines Berges, Ja. einer großen Insel eines Berges und deine Aufgabe ist es immer quasi das Zielportal oben am Gipfel zu erreichen. Mhm. Das heißt, du siehst da wirklich, du stehst unten, guckst hoch, oben muss ich hin und natürlich ist der Weg aber nicht so einfach Ja. letztendlich. Ne? Du musst deine Wikinger wollen versorgt werden, die wollen auch ausgestattet werden. Letztendlich der Weg ist gefährlich. Ja. Einfach nur hochlatschen geht dann doch nicht immer. Das heißt, dann ist schon deine Aufgabe dafür zu sorgen, dass du halt eine Werkzeugproduktion oder eine Mhm. Waffenproduktion aufbaust, dass du deine Wikinger versorgst, dass der Transport geregelt ist. Aber am Ende fängst du dann schon wieder an, so ein bisschen wirklich so, ne, klassisch Aufbaustrategie. Ich muss gucken, wo sind meine Waren, wo sollen sie hin, wie organisiere Ja. ich den Transport dazwischen. Ähm, Wobei wir schon auch den Fokus darauf gelegt haben, dass nicht alles nur dann am Ende des Tages in einem Kampf enden muss. Also das ist Mhm. nicht immer nur das Ziel zu sagen, ich mache halt meine Wikinger, ich versuche halt viele Wikinger auf meine Insel zu bekommen und die mit den besten Waffen auszustatten und viel Bier zu produzieren, weil das macht sie noch stärker und mehr Gold, weil dann sind sie noch Ja. motivierter. Sondern alternativ hast du auch oft die Möglichkeit über sogenannte Opferungen. Das ist letztendlich, du baust einen Altar und besänftigst Ah, halt die okay. Götter, indem Ja. du halt Dinge, die du auf der Karte erarbeitet hast oder gefunden hast, dann quasi opferst und dadurch auch die Gegner ja, besänftigst und auch so dein Ziel Ja. erreichst. Also, das heißt, man kann durchaus auch sterben bei solchen Kämpfen dann. Man kann auch sterben, ja. Also letztendlich, die Umgebung ist gefährlich und Mhm. auch die Geschwindigkeit des Spiels ist so ein bisschen dem Spieler überlassen. Du kannst zum Beispiel die Idee momentan, das heißt Idee, so wie wir es geplant haben, ist, oder wie es auch schon jetzt gerade im Spiel drin ist,
Du hast diese verschiedenen Portale, die zu erreichen. Also du hast ein großes Portal, was zu erreichen ist. Das ist immer so der Ausgang des Levels. Unterwegs kannst du noch kleinere finden. Das sind aber mehr so dann so Sidekicks. Und dieses große Portal, das zum einen musst du das finden und aktivieren. Aktivieren einfach nur, indem du in die Nähe kommst. Also indem ein Wikinger aus deinem Trupp es schafft, da hochzukommen. Und wenn es dann aktivierbar ist, dann kannst du es sagen, wann du es betreten möchtest, wann du es aufmachen möchtest. Und wenn du es aufmachst, spawnen Gegner aus diesem Portal, weil die wollen vermeiden, ne? Das sind dann die Eis-Wikinger, die dunklen Wikinger, die wollen einfach vermeiden, dass du diesen Weg gehst und kommen dann quasi aus diesem Portal raus und fangen an, dich anzugreifen, wenn du die nicht vorher durch Opferung besänftigt hast. Machst du das zu früh, bist du nicht stark genug, kann es halt schon sein, dass du einen auf den Deckel bekommst. Dann musst du dich eventuell nochmal zurückziehen oder vielleicht nochmal irgendwie von Safe Games landen, wie es halt so klassisch oder ist. Stärker werden. Einfach. Oder stärker werden, genau. Das ist so die Idee im Spiel. Was auch noch wichtig ist, was ich vorhin so im Nebensatz gesagt habe, ist, dass das bei uns alles zufallsgeneriert ist. Du fängst zum Beispiel auch beim Valhalla Hills mit relativ wenigen Möglichkeiten an. Also Möglichkeiten im Sinne von wenige Gebäude, die du bauen kannst, aber auch, dass die Berge, auf denen du landen wirst, am Anfang relativ klein sind. Du hast wenige Objekte auf der Karte, also Objekttypen auf der Karte. Und indem du aber Valhalla spielst und indem dann Wikinger im Spiel agieren, schaltest du neue Dinge frei. Das sind so Sachen wie, am Anfang sind überhaupt keine Tiere auf den Bergen, dann kommen so nach ein paar Minuten spawnen dann die ersten Hasen. Und wenn du halt dann mit einem simplen Jäger ein paar Hasen erlegt hast, dann ist so die Logik, okay, deine Wikinger sind jetzt irgendwie wissend genug, wie man Hasen jagt, und schauen wir doch mal, ob die auch damit mit Wölfen zurechtkommen zum Beispiel. Also das heißt es dann, wächst also mit dem Fortschritt, genau, mit dem Spielerfortschritt, wachsen die Inseln dann. Die Inseln werden A größer und B aber auch die Herausforderungen auf der Insel, die wachsen dann halt auch mit dem, was du halt im Spiel davon machst. Und das ist eigentlich relativ cool, weil letztendlich du hast Erfolgserlebnisse, also letztendlich du hast wieder neue Unlocks, nennen wir sie momentan. In den ersten Stunden hast du die ständig und weißt genau, wow, cool, wenn ich jetzt fertig bin, dann der nächste Berg, da wird wieder irgendwas Neues dabei sein. Die Spieler machen dadurch den Schwierigkeitsgrad. Es ist abhängig davon, was der Spieler macht, wie schwierig oder wie schnell schwierig wie schnell er das Spiel auch versteht, also wie schnell er auch Dinge dann nutzt. Klar, wenn jemand zum Beispiel nie Waffen produzieren wollen würde, weil er einfach will ich nicht, dann entwickelt sich das Spiel so ein bisschen anders. Also es ist jetzt nicht so unendlich tiefgehend, dass man da komplett ein anderes Spiel dann erlebt. Die Spielmechanik bleibt immer schon noch dieselbe, aber so einen gewissen Einfluss hat man schon, genau. Und das ist auch immer, wie gesagt, es ist halt jede Karte, die du neu spielst, hast du auch wirklich neues. Ja, das ist was anderes. Es sieht nie gleich aus. Es ist, weil es auch ein Berg ist, auch eine ganz interessante Sache. Wir spielen an einem Berg und wir sehen quasi den Berg, wir sehen den Horizont. Das ist ja wenn du so normalerweise so Aufbauspiele spielst oder so, das sind immer so Top-Down ISO-Kameras. Bei uns ist halt wirklich so, du guckst von der Seite und du guckst an der Seite auch, siehst auch die Ränder des Berges und du kannst quasi sehen, was dahinter ist. Und das wirkt halt gleich viel realer, viel realistischer. Und das ist halt schon ganz cool. Wobei wir auch sagen müssen, dass wir die Unreal Engine nutzen, also die aktuelle Unreal 4 Engine. Du kannst nah ranzoomen, du siehst die Wikinger dann wirklich im Einzelnen agieren, du siehst, wie der Typ mit seiner Axt auf den Baum oder wie der Baum umfällt. Kannst aber auch komplett rauszoomen und siehst den kompletten Berg. Und dann bleibt von deinem Wikinger, den erkennst du fast gar nicht mehr. Du siehst dann nur noch die Lichter an den Gebäuden, also es ist dann auch eine relativ stimmungsvolle Atmosphäre dann. Ja, und du kannst halt unendlich spielen, letztendlich. Ne? Du versuchst zwar deine Wikinger zurück nach Valhalla zu bringen und jeder Wikinger an sich, das ist auch noch so ein kleiner Aspekt, jeder Wikinger, den kannst du einen Namen geben. Du nimmst, die sammeln Ehre, also jeder Wikinger durch seine Aktion sammelt halt für sich dann auch Ehre, weil er will ja ehrenvoll dann irgendwann Valhalla betreten. Das heißt, du nimmst sie aber auch über die Karten mit. Das heißt, du spielst eine Karte, gewinnst diese Karte und in der nächsten Karte ist dann wieder dein kleiner Bjarne, dein Krieger, der Karte davor war. Quasi, man erlebt das Abenteuer zusammen mit dem Wikinger, den man umbenannt hat. Und das ist dann auch so, das ist auch nur so ein kleiner Aspekt eigentlich, aber das macht es halt schon wieder so einen Ticken so, ach ja, da ist er wieder, ne? Das stimmt, das finde ich auch super. Das ist halt echt nice. Ja, und daran arbeiten wir gerade. Alles klar.
Und danke fürs Gespräch. Gerne doch. Ich Und hoffe, wir wiederholen das mal und vielleicht gibt es dann noch mal weitere Folgen. Letztendlich stellt uns einfach Fragen. Also was ihr wissen wollt, was euch interessiert. Wir sind total offen. Wir können über alles reden. Nur wäre halt schön zu wissen, was euch da interessiert. Also einfach vielleicht mal uns oder dem Maike E-Mail schreiben. Ich weiß nicht, das wird bestimmt auch irgendwo ein Link. Blenden wir irgendwo ein, ja. Genau, das machen wir, damit wir beim nächsten Mal euch dann so ein bisschen entgegenkommen können. Alles klar? Alles klar. Dann sage ich Dankeschön und Danke auf Wiedersehen. und ciao. Jo, ciao.